Was mein Doktorvater eben gesagt hat, die Wirklichkeit ist reicher als alle Fantasie, hat er eben darauf aufmerksam gemacht, dass man immer in Gefahr sich befindet, dass man zu wenig Umfang, zu wenig Vielseitigkeit erwartet. Ich habe einen zentralen Speicher mit Musik und zu Hause möchte ich das hören. Dann kann ich das, wenn es entsprechende Kodierung gibt, über meine Telefonleitung machen. Diese Idee, das war eine Bieridee an einem Abend. Da hat mich am nächsten Tag zu Hause der Leiter dieses Sonderforschungsbereiches vom Forschungsministerium angerufen und gesagt, Herr Seitzer, wollen Sie nicht eine Patentanmeldung machen? Habe ich eine Patentanmeldung gemacht und 5 Jahre mit dem Patentprüfer vom Patentamt gestritten, weil der immer sagte, das ist gar nicht möglich, was Sie da machen. Nach 5 Jahren hat er mir ein Patent erteilt. Man darf nur nicht aufgeben. Heute kann man Elektronik auf einem Chip von 200 Quadratmillimeter, ich glaube, ich habe eine Tasche, ja, selbst hier 200 Quadratmillimeter, also 2 Quadratzentimeter, darauf können 16 Bücher mit 200 Seiten speichern. Ich bin der Meinung, dass diese Innovation tatsächlich in der Bedeutung mit dem Buchdruck zu vergleichen ist. Zum ersten Mal habe ich Professor Seitzer erlebt als Student. Wir haben alle schon gefühlt, dass er eine ganz wichtige Person ist in der Universität, möglicherweise auch bei Fraunhofer, weil er immer ziemlich zu spät gekommen ist zu seinen Vorlesungen. Aber er war ein sehr nahbarer Typ in der Vorlesung, aber eben gleichzeitig auch unnahbar, weil es eben der große Professor Seitzer war. Ja. Und dann habe ich ihn wieder erlebt als Leiter der Fraunhofer Arbeitsgruppe damals. Das ist ja eine Scheibe, auf der man eine integrierte Schaltung fotografisch aufgebracht hat. Daher der Name Institut für integrierte Schaltungen. Also ich kann mich erinnern, dass viele Ideen aus Teamgesprächen entstanden sind. Man hat förmlich gespürt, das liegt jetzt in der Luft. Seitzer als Vertreter der technischen Elektronik hat mich beeindruckt, weil er nicht nur verständliche Dinge in seiner Vorlesung gebracht hat, sondern ihm ist es gelungen, die Anwendung und die Theorie sehr schön zusammenzubringen. Man hat also schon gesehen, da gibt es eine sehr große Tiefe, aber zum Schluss wusste man auch immer, wofür soll das gut sein. Dieses Zusammenwirken aus universitärer Forschung und auch Umsetzung von Technologien und Verwertung von Technologien in echte Anwendungen, das prägt uns bis heute. Und das trägt uns auch hoffentlich im Rahmen des Fraunhofer-Modells auch in die Zukunft. Genau, das ist der XHE-Codec. Da können wir sehr geringe Datenraten, bis zu 16 Kilobit pro Sekunde erreichen. 16? Ja. Also Sie können es gerne auch anhören, es schaltet automatisch durch. Verrückt. Und das war jetzt etwa 16 Kilobit. Genau. Wahnsinn. Ja, da muss ich echt gratulieren. Ja, das war ja völlig unvorstellbar, dass es so weit verfolgt werden kann und immer noch Fortschritte möglich sind.
Ich erlebe den Geist hier sehr, sehr intrinsisch motiviert. Die Mitarbeitenden, die selber motiviert sind, die Themen voranzubringen. Das Fraunhofer IIS ist unterwegs in so vielen unterschiedlichen Themenkomplexen, von Satellitenkommunikation über Audiotechnologie bis hin zu Chipdesign, sodass wir hier in vielen Megatrends unterwegs sind, die wir am Ende auch mitgestalten können. Mit Professor Seitzer als Gründungsdirektor hat sich das IIS entwickelt von der kleinen Garagenhoffirma in der Artilleriestraße hin zum größten Institut der Fraunhofer Gesellschaft mit großen Standorten in Erlangen, in Nürnberg, in Fürth und in Dresden. Für die Zukunft wünscht man sich, dass man die Entwicklung selber vorantreibt, sodass man eben sicher ist, dass man sich immer an der Spitze mit befindet. Und so wie ich das heute hier auch an vielen Beispielen gesehen habe, hat man das jetzt in der Vergangenheit bis heute praktiziert. Und wenn man es so gut gemacht hat und Preise bekommen hat, dass das auch für die Zukunft weiter so funktioniert. Was mich angetrieben hat die Neugier eines Forschers.